Ja, ich möchte ganz herzlich begrüßen David und Matthias von Siemens. Schaltung nach München und Umgebung. Ja, hallo, grüßt euch. Hallo zusammen. Hallo, ja, schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch heute beim Data Talk mit auftretet. Ihr war schon vor circa 2 Jahren mal live in Berlin. Da habt ihr auch schon ein bisschen von eurer Reise erzählt. Das war noch zu den Anfängen, sage ich schon fast, ja. Wir kennen uns seit circa 3 Jahren. Damals waren wir in einer Ausschreibung, sind wir nach München angereist, um mal zu präsentieren, was NIME eigentlich so ist. Und ja, was in den letzten 3 Jahren passiert ist, das dürft ihr uns halt gerne präsentieren. Also von dem her vielen, vielen Dank. Und ich habe schon in der Vorbereitung gesehen, dass es ein etwas anderer Präsentationsstil ist, worauf ich mich auch sehr freue. Also übergebe ich an euch. Vielen Dank. Super. Genau. Ja, auch nochmal von unserer Seite ein herzliches Dankeschön dafür, dass wir mal wieder über unsere Reise, die wir jetzt so schon seit 3 Jahren im Prinzip gemacht haben, ein bisschen erzählen können. In der Tat haben wir jetzt so, wie eigentlich auch unser Mindset halt bei Siemens Data Visions halt ist, mal wieder was Neues ausprobiert. Also wir probieren immer gerne neue Sachen aus. Und genau, jetzt einfach mal eine andere Präsentationsform halt gewählt. Wir wollen euch jetzt mitnehmen mal auf eine Reise durch unsere ja, NIME-Landschaft, die man jetzt eben hier sehen kann. Eine teilweise sehr bergige Reise, wo wir halt schon teilweise Themen halt ja, erstmal erkunden mussten letztendlich. Und genau, da werden wir dann halt eben reingehen. Ich selbst bin Matthias Stephan, bin technische Leitung halt von Data Visions, und David, du kannst vielleicht auch noch 2 Worte zu dir sagen. Auf jeden Fall. David, mein Name, ich bin auch im Team von Matthias. Ich bin so der NIME-Experte und der NIME-Coach. Was das genau bedeutet, werden wir dann später noch erläutern. Super, genau. Ich gebe mal vielleicht vorab ein bisschen Kontext. Also ich zoome jetzt hier rein. Was ist überhaupt Data Visions an sich? Data Visions an sich ist eine Initiative, die wurde, wie gesagt, schon vor 3 Jahren gestartet. Idee war im Prinzip, dass wir aus der Finance-Organisation her innerhalb der Digital Industries halt entstanden sind oder da halt den Auftrag bekommen haben, die digitale Transformation innerhalb der Organisation voranzutreiben. Also da halt hauptsächlich sozusagen mit den 2 Fokusschwerpunkten Automatisierung, also ne, was kann man halt an manuellen Tätigkeiten ja, reduzieren, entsprechend wie wir arbeiten. Innerhalb der Organisation haben wir halt nämlich ähnlich wie bei Continental halt viel das Thema, dass halt Excel verwendet wird für Reporting, Vorbereitung und so weiter und so fort. Also ein ganz klassischer Anwendungsfall, jetzt auch um zum Beispiel NIME einzusetzen. Auf der anderen Seite gehen wir halt eben auch nochmal einen Schritt weiter, ein bisschen in die Tiefe, Richtung Advanced Analytics. Da sind wir halt eben auch unterwegs als Team und schauen halt, inwieweit man, ja, ich sag mal grob gesagt, Machine Learning verwenden kann, AI, um ja, neue Erkenntnisse zu generieren, aber auch, ja, ich sag mal, Themen auch zu vereinfachen in gewisser Hinsicht. Was wir halt eben aufgrund der ja, im Laufe der Zeit halt festgestellt haben, dass das jetzt nicht nur mit einem technologischen Wandel verbunden ist, das Thema, was wir jetzt begleiten durften, jetzt 3 Jahre lang, sondern es in der Tat halt darum geht, auch einen Kulturwandel sozusagen zu gestalten in gewisser Hinsicht. Und das war uns auch am Anfang recht neu, aber mittlerweile sind wir ganz gut angekommen. Und da wollen wir halt ein bisschen auch heute erzählen. Also es wird nicht nur ein technologischer Talk sein, sondern in der Tat halt auch mal so ein bisschen methodisch, wie wir halt an die Sachen herangegangen sind. Genau, das ist so das Setup insgesamt. Dann ein Thema noch zu Landscape. Ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, dass wir jetzt sagen, von Siemens Data Visions, wir fokussieren uns jetzt nicht nur auf NIME. Also wir haben auch andere Tools im Einsatz, weil wir auch gerade so ein breites Umfeld sozusagen haben, sei es UiPath, Mendix, also unsere eigene Haus-Low-Coding-Plattform, aber auch eben dann Libraries verwenden wie Python, TensorFlow, Facebook Prophet, um halt tiefergehende Analysen zu führen. Aber wir haben eben auch festgestellt, dass das relativ gut mit NIME zusammenpasst. Und ja, genau, also man sieht halt hier, wir haben auf der einen Seite ein bisschen technologischen Fokus, wo es halt nicht nur auf Low-Coding halt eben geht, aber halt einen sehr, sehr großen Einstieg im Prinzip über diese Low-Coding-Methodik sozusagen, Systematik. Und das war halt bisher wirklich ein Erfolgskriterium sozusagen. Vielleicht so viel ganz kurz zur Vorstellung, woher wir kommen und wer wir sind. Und dann würde ich mal wieder zur Landkarte gehen.
Genau, wir haben das jetzt mal so ein bisschen versucht hier zu beschreiben, also die Landschaft, in der wir uns bewegt haben. Also wir kommen aus dem Finance-Umfeld, man sieht halt, dieser ist der Fluss im Prinzip, der spült halt immer auch unsere Use Cases halt an oder auch so die Themen letztendlich. Und wir bewegen uns halt eben auch so in diesem Bereich Digital Industries. Ne? Nicht nur, also das machen wir jetzt mittlerweile auch ganzheitlich innerhalb von Siemens, aber das ist halt schon einer unserer Schwerpunkte. Vielleicht kannst du ein bisschen reinzoomen, es ist relativ klein. Es ist sehr klein, ja gut, dass du es sagst. Wie gesagt, so, besser? Besser, ja. Ja, genau. So, und wir sind halt gestartet, also hier mit diesem Fahren letztendlich und ja, haben wir uns eben mal auf den Weg begeben und sind halt relativ schnell sozusagen an einen der Mount Everest der Landschaft halt gekommen, dem NIME-Server. Da kann ich auch gleich nochmal ein bisschen was zu erzählen. Hat dann halt festgestellt, ja, klingt ja alles sehr gut mit bezüglich, ich sag mal, Guided Automation und dergleichen, aber in der Tat, jetzt gerade wenn man das aus dem Konzern heraus betrachtet, ist halt schon einiges zu tun, vorzubereiten, infrastrukturell und so weiter und so fort, damit halt eben so eine Software dann eben auch ja, sich implementieren lässt, sozusagen, dass das eben ausgerollt werden kann. Deswegen haben wir es halt wie folgt gemacht, also wir sind halt gleichzeitig gestartet, haben aber gesagt, okay, wir schauen uns erstmal die NAM Analytics-Plattform an und schauen, inwieweit wir das halt im Rahmen eines Coaching-Ansatzes verfolgen können. Und das wird jetzt erstmal David weiter berichten. Genau, oder besser gesagt, warum Coaching bei uns? Also wir haben uns aktiv dazu entschlossen, einen sehr dezentralen Approach zu gehen. Was bedeutet das? Wir agieren als Data Visions, nicht als Demand Center. Das bedeutet, Leute kommen mit ihren Use-Case-Ideen, Automatisierung, viele Excel-Automatisierung aus dem Finance-Bereich, aber auch viel aus dem Factory-Bereich, die jetzt mit Maschinendaten und so weiter arbeiten. Die sagen wollen, hey, wir haben da was gehört von NIME, das hört sich ja super cool an, können wir da mal was machen? Und unser Approach ist hierbei ein Empowerment des Business. Das bedeutet, wir versuchen, die Kollegen in diesen Tools so weit aufzuschulen, zu trainieren, zu coachen, dass sie diese Tools selbst verwenden können und ihre Use Cases selber verwalten können. Das heißt, sie bleiben eigentlich die komplette Zeit im Driver Seat. Das heißt, ich unterstütze hier viel, aber der Use Case bleibt immer bei den Kollegen. Deswegen ist mein NIME Workspace gar nicht mal so riesig, wie er eigentlich sein sollte, was eben bedeutet, dass die Kollegen immer auf ihrem eigenen NIME Workspace arbeiten und ich unterstütze sie dabei, ihre eigenen Probleme zu lösen. Warum dieser dezentrale Ansatz? Weil wir nicht als Bottleneck das Bottleneck sein wollen am Ende. Das bedeutet, Siemens ist doch ein bisschen größer. Das heißt, da können schon viele Anfragen, Anforderungen und so weiter an uns herangetragen werden. Wenn wir für diese ganzen Tools responsible sind, das heißt auch für Änderungen, für Anpassungen, für neue Features und so weiter, dann werden wir sehr, sehr schnell an unsere Grenzen stoßen. Und deswegen der dezentrale Ansatz, in dem wir die User dazu befähigen, selbst ihre Use Cases, ihre Probleme zu automatisieren und lösen zu können. Jetzt sieht man hier viele NIME-Flecke auf der Weltkarte. Das heißt, dass wir hierbei versuchen, viele Hubs zu generieren. Hubs sind dabei eigenständige kleine Gruppen, Digitalisierungsgruppen, Automation-Gruppen in Factories, in Ländern, in denen wir praktisch Key-Personen auftrainieren, die dann auch ihren eigenen kleinen Hub betreuen können und diese dann weiterschulen, Weiterempfehlungen machen und diese dann auch für kleinere Themen coachen. Aber falls es komplexere Themen gibt oder sie an ihre Limits stoßen, sind wir immer da, um sie weiter zu unterstützen. Genau, so viel zu dem Coaching-Ansatz. Aber bevor wir so ein großes Netzwerk hatten, gab es doch noch einige Schritte davor zu tun. Und wir haben angefangen mit sehr, sehr vielen Vor-Ort-Events. Das heißt, es waren meistens kleinere NIME First Sessions. Das bedeutet kleinere Gruppen von, sag ich mal, 10 bis 30 Personen, wo wir sehr viel Hands-on-Training gemacht haben. Hands-on war für uns von Anfang an wichtig, da wir ihnen gleich die ersten Hürden nehmen wollten. Wie ist das Tool zu installieren? Wie sind meine ersten Schritte? Wie benutze ich den NIME Workspace? Wie kriege ich denn meine Excel-Datei in das Tool rein?
Und deswegen haben wir Use Cases oder kleine Trainings gemacht, die sie gleich hands-on mitgemacht haben. Das hat sich als sehr, sehr, sehr erfolgreich etabliert, wenn die Kollegen einfach schon mal ein kleines Template von einem Use Case bei sich auf dem Rechner hatten, das sie dann immer wieder verwenden konnten oder reinschauen konnten, wenn sie dann ihren eigenen Use Case oder ihre eigenen Probleme in Nime lösen wollten. Hierbei war die erste Hälfte meistens so eine Hands-on-Training und die zweite Session oder der zweite Part von so einer Session vor so einem Vor-Ort-Event war direkt an ihrem Use Case zu arbeiten. Weil man merkt, dass wenn man so ein Training gibt, das ist schön und gut, aber wenn man das Gelernte nicht direkt wieder umsetzt oder an seinen eigenen praktisch Projekten anwendet, dann ist sowas schnell wieder weg. Das bedeutet, wir versuchen die Leute gleich aufzufordern, hey, versucht eure Probleme oder euren Use Case, eure Idee, die ihr mit einem machen wollt, gleich mit uns zusammen umzusetzen. Und das ist auch so ein bisschen dieser Coaching-Gedanke, die Leute einfach auf ihren ersten Schritten zu begleiten, weil die ersten Schritte sind meistens die schwierigsten. Und auch sehr wichtig, dass man hier von Anfang an unterstützend ist und vor Ort konnte man gleich eine Beziehung aufbauen und die Leute praktisch auf ihrer Nime-Reise mitnehmen. Und dann waren sie auch sehr schnell überzeugt, wenn sie gesehen haben, dass man ihr eigenen kleinen Use Case innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde schon zur Hälfte umsetzen konnte. Und dann war es für sie auch sehr viel einfacher, den Rest alleine gehen zu können. Genau. Genau, ich meine im Prinzip, was wir jetzt hier auch nochmal so gezeigt haben, das waren dann halt eben auch so Leuchtturm-Events, ne, die wir durchgeführt haben. Also das heißt, den Nime Summit hatten wir ja kurz erwähnt, dass wir da halt eben auch mal vorgestellt haben und auch dadurch halt einige andere Kollegen bei Siemens halt mitgenommen haben. Aber auch teilweise dann halt dieser erste Meetup vor ich glaube 2 Jahren, das war noch vor Corona im Prinzip, einfach für Siemens, ne, wo halt über 100 Teilnehmer wirklich vor Ort waren und daran gearbeitet haben. Und dann aber auch eben das Symposium letztendlich, ne, wo wir halt einen Beitrag zu hatten. Ne? Und genau dieser Leuchtturmcharakter, ich würde jetzt mal einfach übernehmen, hat halt eben dazu geführt, also ne, dass man halt eben, ich bin jetzt mal hier ein bisschen weitergegangen sozusagen, erkundend, einfach zu schauen, inwieweit man eventuell auch Leuchtturmprojekte an sich angucken kann. Also insbesondere doch ein relativ komplexes Thema, das Thema der Web-Analysis. Da jetzt hier mal so ein Beispiel-Workflow, also ist jetzt nur repräsentativ entsprechend, da gibt es viele andere im Prinzip, wo wir halt mit dem Early Warning Indicator Use Case zusammen gestartet haben. Also im Prinzip, um ganz kurz den Kontext zu geben, also es Kannst geht du noch halt ein bisschen darum, reinzoomen? Ja, das ist ein guter Hinweis. So. Danke. Genau. Es geht im Prinzip darum, dass man halt gerade fürs Management halt potenzielle Indikatoren von klimatischen Änderungen jetzt der Wirtschaft, ne? Also Beispiel Corona hätte man gut vorhersehen können, kann man natürlich nicht vorhersehen, aber wo es halt so Beben gibt letztendlich des klimatischen des Wirtschaftswandels sozusagen, dass man das halt eben identifizieren kann. Und unsere These war halt, in dem Zusammenhang kann man das eventuell auch aus dem Webinformationen sozusagen extrahieren. Da hatten wir uns einige Quellen halt angeschaut, unter anderem eben auch dieses Come and Crawl. Das ist im Prinzip ein Ansatz, wo man, ich sag mal, auf Datenbasis, ich sag mal, eines bereits gecrawlten Datenbestands halt eben zurückgreifen kann und in der Tat halt 7 Jahre Historie hat sozusagen, auf die man zurückgreifen kann. Und das Ganze liegt eben in einem strukturierten Format sozusagen vor, ist auch öffentlich zugänglich. Und wir haben halt uns angeschaut, inwieweit wir hier, ich sag mal, die Daten aus dem Come and Crawl extrahieren können mittels Nime, dann auch weiterverarbeiten können. Also gerade diese ganzen Möglichkeiten, die es Nime bietet mit der Textanalyse, hatten wir gerade auch in diesem Workflow halt mal in diesem Use Case pilotiert. Und am Ende konnte man dann halt eben genauso Zeitreihenanalysen halt machen. Das ist halt so ein Anwendungsfall, den wir relativ spannend fanden, der so ein bisschen auch weggeht von dem klassischen Excel-Replacement, also ne, was würde ich sagen 95% David, ne, unser Stimmt, ja, mit Sicherheit, ne, unsere Anwendungsfelder halt eben waren, aber Idee war halt, unser Gedanke war halt im Prinzip einige Leuchtturmprojekte halt zu haben, wo man einfach mal zeigen kann, was man mit einem zusätzlich noch machen kann.
und dadurch halt auch nochmal so ein bisschen ein gewisses Interesse halt eben ja, generieren kann insgesamt. Und ein wesentlicher Teil, der uns sehr geholfen hat, sage ich mal, bei unserer Vorbereitung bezüglich der Weiterverbreitung, ist halt in der Tat dieses Komponentensystem. Das haben wir eben auch mit diesem, wenn man jetzt einen kurzen Deep Dive macht in diese, wie das Ganze funktioniert sozusagen, des Common Crawl Extraktionsmechanismus. Da geht es halt eben darin, dass die Daten sozusagen aus dem Web zu extrahieren, aus der Datenbank letztendlich. Und was wir halt eben gemacht haben, ist halt diese einzelnen Schritte abstrahiert, entsprechend in Metakomponenten, also Metanodes oder Components sozusagen zu überführen, um den Kollegen einen einfachen Einstieg in dieses Thema sozusagen zu ermöglichen. Also sie mussten halt am Ende nur einige Nodes miteinander verbinden und damit hatten sie halt eben Zugriff auf genau diese Datenquelle und konnten damit dann entsprechend ihre Analysen selbstständig halt eben fahren. Und das ist halt eben so ein Konzept, was wir relativ gerne halt eben verwendet haben, um ja, ich sag mal, Kollegen sozusagen erste Hilfestellung zu geben insgesamt. Kommen wir wieder zurück zu der Thematik mit den Events. Genau, dann ist etwas passiert, das uns, glaube ich, alle getroffen hat, nämlich Vor-Ort-Events waren passé, Corona war da. Wir konnten unsere alten Sessions, die wir sehr gerne vor Ort gemacht haben, wo wir auch eine gute Beziehung zu den Kollegen gefunden haben, konnten wir nicht mehr so machen in der Form, wie wir sie davor gemacht haben und auch machen wollten. Deswegen mussten wir uns hier was anderes überlegen. Natürlich wollten wir jetzt nicht die NIME-Sache bleiben lassen, okay, keine Vororttermine, kein NIME mehr, natürlich nicht, sondern wir haben angefangen, groß Werbung zu machen, jetzt nicht mehr im kleinen Kreis, sondern für First Step Sessions into NIME. Die haben wir erstellt mit den NIME-Kollegen zusammen. Das heißt, die haben auch immer dankenderweise unterstützt. Auch hier nochmal ein großes Dankeschön an Benjamin und Alex, die hier immer geholfen haben, solche First Step Sessions zu organisieren und dann auch durchzuführen. Wir waren am Anfang etwas überwältigt von der Anzahl, die sich dafür interessieren. Wir hatten immer roundabout, ich glaube, den man hier sieht, das war der erste, den wir durchgeführt haben, ein bisschen im großen Rahmen mit 140 Teilnehmern. Und wir haben gedacht, naja, der erste läuft gut, dann schauen wir mal, wie der zweite läuft. Und es wurden eher mehr. Das heißt, wir hatten, glaube ich, so 200 bis 250 User, am Anfang sogar noch jeden Monat. Das heißt, das Interesse an NIME hat sich so weit rumgesprochen, dass einfach viele, viele Leute aus dem Business, aus den Factories, aus den Finance-Abteilungen sehr interessiert waren, wie funktioniert NIME und wie kann ich es in meiner eigenen Abteilung anwenden und wie kann ich meine eigenen Prozesse automatisieren. Genau, hier eigentlich der gleiche Ansatz wie auch bei den Vor-Ort-Sessions. Wir haben viel hands-on gemacht. Das heißt, wir haben versucht, so gut es geht, die Leute zu ermutigen, selbst NIME schon davor installiert zu haben, damit sie den Use Case, den wir da zeigen, gleich mitdrücken, mitbauen können, damit sie ein Gleichgefühl für NIME dafür bekommen. Das hat wunderbar funktioniert. Nur eine Sache hat uns hierbei ein bisschen gefehlt und das war der direkte Kontakt zu den Kollegen. Wenn man so eine Vor-Ort-Session hatte, dann hat man vielleicht in der Mittagspause noch mal ein bisschen geplaudert, man hat ein bisschen über Arbeitsweise geredet, man hat allgemein ein bisschen über die Arbeit, über ihren Prozess geredet und da war so die erste Hürde war eigentlich schon genommen. Das war bei den Online-Events nicht mehr der Fall. Das heißt, wir wussten nicht, okay, von den 200 Leuten, die jetzt an so einem Event teilgenommen haben, wie viele arbeiten danach doch noch mit NIME. War das jetzt eine schöne Sache? Und sie haben es gesehen und finden das cool, aber wir wussten nicht, okay, reicht es ihnen aus? Können sie jetzt mit NIME anfangen? Können sie ihre eigenen Use Cases durchführen? Und deswegen haben wir jetzt eine neue Initiative gegründet, die DigiPeer Groups. Die DigiPeer Groups hört sich eigentlich nach was relativ Simplem an und es ist eigentlich auch was relativ Simples. Es sind eigentlich Lerngruppen. Lerngruppen von 5 Personen, die ein Tool lernen wollen. In unserem Fall jetzt sehr häufig NIME, aber das machen wir auch für andere Tools, sogar für Python, Mendix und UiPath. Das heißt, wir stecken eigentlich 5 Leute zusammen, die aus komplett verschiedenen Areas kommen, aus komplett verschiedenen Teams, Businesses,
stecken die in eine Lerngruppe und geben denen, oder im besten Fall bringen die gleich ein Ziel mit. Das bedeutet, die haben in ihrem Kopf eine Automatisierung, einen Use Case, eine Aufgabe, dass sie gerne mit diesem Tool, in unserem Fall jetzt NIME, lösen wollen. Das heißt, alle Kollegen haben eine intrinsische Motivation, NIME zu lernen und an so einer Peer Group teilzunehmen. Und sie kriegen einen Coach gestellt, manchmal ich, aber mittlerweile gehen wir so weit, da das Interesse so groß geworden ist, dass wir aus den Peer Groups, also wenn eine Person eine Peer Group beendet hat, das heißt, die hat 8 bis 12 Wochen mit teilgenommen und hat ihre Aufgabe oder ihr Ziel erledigt, dann ermutigen, selbst ein Coach zu werden für so eine Peer Group. Das hat 2 Vorteile. Nummer 1, wir können mehr skalieren. Nummer 2, die Person wird aber noch advanceder in einem. Das kennt man so ein bisschen aus der Uni. Man ist gut, wenn man eine gute Note geschrieben hat, aber man ist richtig gut, wenn man es anderen Leuten vermitteln kann, wenn man wirklich lehren kann. Und das geben wir den Leuten dann auch mit als Motivation, selbst ein Coach zu werden. Und dann trifft man sich einmal die Woche, 8 bis 12 Wochen. Der Coach gibt eine kurze Einweisung und ein Training und in so einer Session werden dann über die Probleme, über die Stolpersteine und an den Punkten, wo die Kollegen nicht weiterkommen, gesprochen. Das bedeutet, es wird ihnen geholfen vom Coach. Später ist es aber auch häufig der Fall, dass sie sich schon sehr gut gegenseitig helfen können. Es gibt immer einen, der ein bisschen überperformt, der sehr schnell ist, der sehr fit ist und der hilft dann auch schon seinen Kollegen, ihre Probleme zu lösen. Das bedeutet, der Coach kann eigentlich langsam sich immer mehr aus so einer Peer Group rausziehen, rausdividieren. Wir sind von der Zeit ein bisschen knapp. Ich könnte, glaube ich, über die Peer Group noch deutlich mehr erzählen. Aber ich gebe einmal weiter zu Matthias. Ja, genau. Also hochspannendes Thema. Ne? Wir sind da jetzt gestartet. Das ist noch ein relativ neues Konzept und ja, haben im Prinzip jetzt schon eine Warteliste, weil wir einfach bisher jetzt nicht die Anzahl der Coaches haben letztendlich, um das weiterzuführen letztendlich. Und also wir sind sehr gespannt, wie sich das halt weiterentwickeln wird. Idealerweise haben wir dann in Zukunft innerhalb von Siemens halt zig Queer Groups, die dann untereinander halt sich austauschen. Ein weiteres Konzept, was ich jetzt noch mal ganz kurz vorstellen würde, ist halt unsere Data Vision City. Also noch einmal reinzoomen? Ja, genau, ich bin gerade dabei. So. Okay, sorry. Genau, die Data Vision City ist halt eine, ich sag mal, eine Lernplattform beziehungsweise eine generelle Plattform für Digitalisierungsthemen, wo wir halt 3 Themen insbesondere ins Auge gefasst haben. Das eine Thema ist halt, ich sag mal, Lerninhalte auch zu teilen. Also jetzt ganz im konkreten Fall mit NIME letztendlich, dass wir gerade hier die Videos, die es ja schön auch bei YouTube schon gibt, mit den ersten Schritten, letztendlich, was ist die Workbench, wie funktioniert entsprechenden Column-Filter und so weiter und so fort, dass wir das halt nochmal aufbereitet haben und hier eben eingebettet haben, sodass halt wirklich Nutzer dieses eigenständig schon mal lernen können, sozusagen im Selbstlernverfahren. Und sobald dann im Prinzip genau dieser Aspekt halt abgedeckt ist, dass ich mal so erste Themen habe, dann geht es halt in diese Peer Groups letztendlich rein. Das ist halt so ein begleitendes Thema. Sobald ich halt einen Anwendungsfall umgesetzt habe, ist halt für uns halt relativ wichtig, gerade in so einem dezentralen Kontext halt den Schwerpunkt auch auf einem Sharing halt eben zu geben. Das heißt also, die Use Cases, die Anwendungsfälle, die entwickelt wurden, Best Practices dann und auch Komponenten, die entstanden sind, halt eben zu teilen innerhalb der Data Vision City, eher auch aus, ich sag mal, fachlicher bzw. Business-Sicht. Was ist halt der Mehrwert? Was für ein Problem löse ich überhaupt damit? Und was sind die Ergebnisse am Ende des Tages? Und das ist aufgrund der Zeit, ich springe jetzt leider so ein bisschen, den Connect-Bereich, den lasse ich jetzt mal weg, war halt auch so der Grund, weswegen wir dann auch endlich den Kilimanjaro von NIME halt betreten konnten, nämlich den NIME-Server. Also da die Idee im Prinzip, dass wir jetzt nicht nur die Data Vision City halt eben haben, sondern eben auch mit dem NIME-Server einen sehr guten Kollaborationsbereich, um Komponenten zu scheren, aber eben auch systematisch. Ich meine, da hätte ich jetzt noch einen halben Vortrag drüber noch unterhalten können. Das Thema, wie man halt systematisch aus einem zentralen Data Lake halt Daten in einem distributierten Kontext sozusagen über so einen Distributed Executor halt eben dann überführt. Das hatten wir dann halt eben auch mit dem NIME-Server umgesetzt, mussten wir halt eben auch tun, damit man halt auch so das Thema Datentrennung halt eben sicherstellen konnte. Und das war eigentlich jetzt auch so das Ende der Reise, an dem, dass wir gekommen sind.
So, in aller Kürze. Das war nur zu flott für einen Benjamin. Jetzt war ihr zu flott, ja. Ja, nicht, dass die ganz schnell zu 15 Uhr rausspringen, aber ich meine, vielleicht gibt es ja noch ein paar Fragen. Ne? Also das ist ja vielleicht durchaus auch nochmal ganz spannend. Das kommt davon. Erst beeilt man sich und dann hört man, wir waren zu flott. Nee. Genau. Ich frage mal doch mal die Eva. Eva, hast du noch eine Frage für die beiden? Wir haben einige Fragen und auch an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön für die Einsendung der Fragen. Ich würde sagen, ich wähle einfach, Matthias und David, kurz und knapp so in einem Satz, was brauche ich denn, um eine interne Community zu starten? Ich glaube, das Wichtigste ist halt, ich sag mal, den Drive, letztendlich so eine Community zu initiieren. Das heißt also First Mover, wie wir es auch schon gehört haben letztendlich. Und das zweite Thema ist, jetzt wenn es ein Konzern ist, braucht man Management weg. Also das ist, glaube ich, eine weitere wichtige Komponente, dass halt irgendwo das Top-Management, wir hatten halt zum Glück unseren CFO halt hinter uns, der gesagt hat, ja, das machen wir jetzt im Prinzip so und dadurch hatten wir halt eben den entsprechenden Rückenwind, das halt eben zu starten. Also das war halt wirklich top-down, bottom-up sozusagen verbunden, das war halt so die wichtige Voraussetzung. Und ich denke halt, recht wichtig ist dann halt eben auch noch dieses Erkundergehen. Also wir haben halt viel eben auch ausprobiert und erkundet. Vieles kann man sich dann eben jetzt auch an so einer bereits bestehenden Landschaft, wie wir es jetzt eben skizziert haben, dann vielleicht sich daran orientieren. Ich glaube, man braucht nicht jedes Rad neu entwickeln. Genau, das waren so die Themen, die ich da halt eben gesehen habe. David, irgendwo Ergänzung? Erfolge sichtbar machen für viele Kollegen. Im Großen, das heißt jetzt in großen Postings auf den sozialen Medien, aber auch die Leute ermutigen, das mal in ihren eigenen kleinen Abteilungen zu zeigen. Weil jeder, der am Anfang ein bisschen skeptisch ist, wenn er es bei einem Kollegen sieht und der davon begeistert ist, dann ist er deutlich mehr überzeugt, wenn ich das zum Beispiel ihm erzähle. Also das merkt man sehr stark. Wenn einer im Team das mal gemacht hat und der ist davon überzeugt, dann nimmt der auch gerne mal ein ganzes Team mit. Super, danke schön. Möchtest du noch eine Frage? Eine wird man noch schaffen, oder? Ja, okay. Ja? Dann lass mich mal kurz schauen. Ich würde sagen, wie vielleicht ein bisschen weiter gefasst, aber wenn wir uns jetzt so Challenges anschauen im Community Building, was bemerkt ihr denn immer wieder oder wie kann man auch so Herausforderungen meistern? Challenges in Community Building. Ich glaube, die größte Herausforderung ist aus meiner Sicht gewesen, dass es auch Skeptiker halt gab, ne? Immer mal wieder, die jetzt gesagt haben, entweder ist es halt das richtige Tool, ne? Das Thema, die Toolfrage hatten wir immer wieder von Anfang an. Die hatten das, ich sag mal, recht sachlich evaluiert, ne? Dass wir halt uns einige Tools halt angeschaut haben und sind dann halt auch auf Nein gekommen entsprechend. Und ich glaube, es ist halt eben wichtig, dass man da jetzt nicht irgendwie kontra geht sozusagen den Skeptikern, sondern eher so ein paar Kniffe halt zeigt. Also ne, das kann ich ja mit mit Excel oder dergleichen halt ebenfalls machen. Ne? Da kann ich VBA verwenden oder sowas halt und sobald man dann halt in die Schleifenstruktur geht oder mit Variablenkonzepten im Prinzip da reinkommt, dann hat man die halt auch recht schnell abgeholt. Das ist so ein bisschen, was mir dazu einfällt. Man muss kontinuierlich Content haben. Also man muss immer wieder die Leute mit neuen Infos, mit neuen coolen Use Cases füttern, dass sie dabei bleiben und auch über nicht nur 1-2 Monate jetzt neue Infos über Nein kriegen, sondern das muss praktisch immer wieder, muss man das zeigen, man muss Events machen, man muss die Leute einfach immer wieder dazu ermutigen, mal wieder reinzuschauen, mal wieder einen zweiten Use Case anzugehen, einem Kollegen vielleicht mal Bescheid geben, hier willst du nicht nochmal reinschauen, da wird was Cooles gemacht. Also da einfach eine Kontinuität reinzubringen, die Leute Interesse für Nein zu generieren. Sehr schön, vielen Dank. Ja, dann auch von mir nochmal herzlichen Dank für euren Vortrag. Ich fand das sehr inspirierend, das hat das sehr gut gezeigt, dass man eben immer am Ball bleiben muss. Also eure Peer Groups kannte ich noch nicht, finde ich aber ein sehr tolles System und ich kann das auch nur wiederholen, was ihr gesagt habt. Wenn man es schafft, jemandem was zu erklären, dann hat man das nochmal ein gutes Stück tiefer verstanden, als wenn man denkt, ich weiß ja, wie das geht.
weil die dann eben dieses Ganze, ich weiß ja, dann halt plötzlich hinterfragt wird. Warum geht denn das so? Und das zu erklären, dann weiß man auch, dass man es richtig tief verstanden hat. Absolut, ja. Vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank für euren Vortrag. Gerne, danke. Gerne. Dankeschön.